Das Warten hat ein Ende. Endlich geht's hier mal los, Freunde. Sport an! Alright, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Und ich muss immer mal ein bisschen gucken, ob das Mikrofon auch funktioniert. Ich habe nämlich gestern einen Fortschritt zu E5 aufgenommen, habe dann festgestellt, das Mikro hat einfach mal den 88er Move gemacht. Und ja, war halt ein Stummfilm, ne? Kommt nicht so geil. Vielleicht blende ich da noch mal was ein. Ja, man hat also gesehen, dass ich viele Ressourcen bekommen hatte und dann noch zuletzt über das Glücksrad genügend Ressourcen, um Hall of Night 15 freizuschalten direkt. Ich war ja schon öfter an den Punkten an Serverstarts, wo ich dann immer nur Pilze investiert habe für den eigenen Char und immer gemerkt habe, ja, gerade in diesen Levelbereichen ist es schwer für mich, Level umzusetzen. Vielleicht fehlt mir dann auch so ein bisschen die Expertise wie zum Serverstart, wo ich am effizientesten die Pilze reinsetzen sollte. Also mir ist im Prinzip eigentlich klar, dass ich Steine und Runen auf meinen Begleitern eigentlich optimal auch spielen müsste, um dann vor allen Dingen in der Schattenwelt noch mehr Dungeons zu legen. Also hier geht ein bisschen was, aber man merkt natürlich gerade die Int-Gegner, die blocken ein. Also wenn ich die hier schlage, dann komme ich auch noch ein bisschen weiter. Dann schafft man vielleicht auch wieder mal den einen oder anderen Licht-Dungeon, aber tatsächlich sind die bisher immer noch mit sehr geringen Chancen belegt, beziehungsweise die hier sind einen Ticken höher, alles unter 1%, aber die geben halt auch kaum XP. Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Vielleicht gibt es irgendwo dann nochmal einen Dungeon, den man auch freischalten muss jetzt mittlerweile, damit man da auch nochmal mehr XP kriegen kann, und man muss es einfach tryen. Ist mir nicht ganz so recht. Die Festung allerdings so zu spielen und eben dort mehr Geld zu investieren, das fühlt sich irgendwie viel geiler an. Vielleicht, weil ich es zum ersten Mal gemacht habe. Bisher war immer Festung 10, dann Germine 10 Unterwelt und danach wurde gar nicht mehr geskippt. Klar wurde die Festung auf 15, Hall of Night auf 15, aber nicht mit Skippen, nicht mit Festungspartnerschaften oder eben zumindest Festung straight auf einem sehr hohen Niveau. Also ich bin ja jetzt hier im Moment 60. Platz. Ich nehme manchmal auch kleine Angriffe wie hier mit, weil es ja auch so viele Ressourcen gibt, ja, und dann trotzdem gibt es viele Leute, die halt gut farmen, beziehungsweise werde ich auch viel angegriffen hier. Da kriege ich teilweise mehr als von meinem Festungspartner. Wir haben uns ausgemacht, wir traden jetzt gar nicht, weil ich einfach nur im Prinzip versuche, so viele Angriffe wie möglich zu machen, um halt vorne zu bleiben. Das fühlt sich ziemlich cool an. Wir sind auch wirklich da sehr gut unterwegs. Also es gibt viele Gilden, die deutlich über 600 Rivalen-Punkte haben. Wir sind im Moment da am höchsten. Tatsächlich fehlt hier gerade einer. Ich hoffe, der kommt wieder. Ja, und man sieht auch mittlerweile, dass wir wirklich auch viele Spieler auf Hall of Night 15 haben. Ja, klar, ich habe jetzt auch nicht nur schwarze Steine, es gibt ein paar, habe ich. Das ist auch so ein Thema. Das könnte ich natürlich alles machen, aber ich habe keine Ahnung, wie viel Geld das nochmal kostet. Ich habe ein bisschen was im Chat gesehen und ich sag mal, ich habe ähnlich viel investiert, aber die Hälfte davon halt beziehungsweise insgesamt investiert und nicht nochmal on top. Das will ich halt irgendwie nicht machen. Ja, trotzdem werde ich versuchen, täglich im Level zu steigen, auch wenn ich vielleicht die 300 jetzt noch nicht im Laufe dieses Wochenendes schaffe. Ich kann es mir nicht vorstellen, heute ist ja schon Sonntag, da so viel nachzuholen. Aber interessant sind eigentlich auch, warum bin ich denn hier? WTF? Er hat es einfach null aktualisiert. Ich bin schon eine halbe Stunde drüber. Ne, eine Stunde. Hat es einfach gar nicht aktualisiert gehabt, das Spiel. WTF, was ist da los? Ist der Fusion-Server overall? Oder wie sieht es hier aus? Ja. So müsste es nämlich aussehen, ja. Und das, ja, hier, genau. Eigentlich, ja. Ich kenne den Tipp, der wurde mir letztens mitgegeben. Ich vergesse es manchmal einfach, es trotzdem zu machen, obwohl ich es halt kenne, das Thema. Ja. Wir haben ein paar Pets jetzt zu finden. Wir haben Pets auch freizuschalten. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig, hier täglich dran zu bleiben. Ich bin zwar mit meiner vor allen Dingen Pet-Ehrenhallen-Position aktuell überhaupt gar nicht zufrieden, aber ja, kann man jetzt nicht so ändern. Ich bin auch wahrscheinlich nicht in der Lage, heute Unterbiss freizuschalten. Es ist ja heute auch schon
Sunday Night und ich kriege Okudal nur auf 88 höchstens. Das wird nicht reichen. Das ist auch schlecht. Eigentlich schlecht für den weiteren Verlauf, den ich so geplant habe. Okay, gut. Das obliegt ein bisschen daran, da zähre ich jetzt sicherlich an den Tagen, wo ich keine Alu gespielt habe. Selbst jetzt ist Okudal noch nicht so einfach. Also Mingo nicht so einfach zu schlagen anscheinend. Kommt ja natürlich auch daher, dass ich in der Unterwelt mich etwas mehr auf den Seelenextraktor 10 fokussiert habe, anstelle Gladiator Trainer 9. Den werde ich heute höchstwahrscheinlich auch nicht bekommen. Also muss ich in den Pets weitere Abstriche in Kauf nehmen, ja. Weil man sagen kann, gut, Okudal jetzt auf 88. Das heißt, Montag 91 im besten Falle, 94, dann 97. Also ab Mittwoch, Donnerstag muss ich halt Früchte horten, um dann Unterbiss zu nehmen. Das wird noch irgendwie gehen, aber ich will jetzt nicht extra nochmal auf... Ich könnte natürlich auch überlegen, auf Evil Grimm doch noch zu gehen, aber das... weiß ich nicht, es fühlt sich nicht so geil an. Da hätte ich schon eher anfangen müssen. Ich habe ja das Ziel oder die Hoffnung, dass ich dann mit Unterbiss, trotz der geringen Prozentchance, dann eben insgesamt ein bisschen aufhole. Und bis dahin auch den Gladiator-Trainer deutlich besser angepasst habe. Das ist so ein bisschen das Ziel im Moment. Wir gucken jetzt trotzdem natürlich nochmal, dass wir hier vielleicht ein paar Fights noch gewinnen. Muss mir die Chancen gegebenenfalls auch nochmal angucken. Schauen, welche Pets wir auch kriegen, aber es sieht doch gar nicht so geil aus gerade. Da müssen wir noch mal ein bisschen durchsimulieren. Hier müsste auf jeden Fall was gehen. Obwohl, ich bin auch da nur 83. Das ist jetzt auch nicht so fett. Ja, also ich habe hier... Der hätte ja wenigstens gehen können. Ja, okay, der ging wenigstens. Der wird noch nicht gehen. Aber gut, die Pets schalte ich auch später frei. Hier, das ist auch so ein Fight, den ich mir erstmal simulieren muss. Meistens kommen die dann erst. Also hier da brauche ich vielleicht auch noch die 100. Aber das ist, ich bin gefühlt überall ein bisschen später dran, als ich sein müsste. Aber das nehme ich in Kauf. Wir haben nämlich ja trotzdem viele Früchte. Das ist nämlich geil. Das haben wir durch den Helleweter bekommen. Und ja, oder ich, beziehungsweise, oh, hier, guck mal. Ich kriege ja noch Ressourcen. Nice. Okay, 36.309 Steine. Das ist natürlich nett. Reicht noch nicht. Wir müssen theoretisch Arbeiterquartier hochziehen. Ich werde aber dann doch erstmal auf die Festung gehen, denke ich. Beziehungsweise, wohl doch Arbeiterquartier. 1,8 Millionen. Kriegst du gefühlt in einem Tag auch nochmal rein. Ziehe ich vielleicht dann doch auf 13. Ja, doch, mache ich mal. Es dauert heute, ich könnte das nochmal skippen auf jeden Fall, das Gebäude im Notfall, falls ich doch viele Ressourcen kriege, würde dann Fortress auf 16 starten, aber dann werde ich auch nicht mehr skippen. Also ich werde maximal dann je nachdem auch wie viele Ressourcen ist ja auch so ein Thema, ohne Helleweter und ohne Festungsevent muss man ja auch erstmal die Ressourcen zusammenbekommen. Da braucht man vielleicht gar nicht mehr skippen. Ja, dann brauchen wir wieder die Angriffe und dann müssen theoretisch auch die Sammler ein bisschen höher vielleicht sein. Mal gucken. Oder man muss halt lange warten. Klar, man hat mit höherer Festungsstufe auch mehr Boni in den Glücksrädern und hier, weil es eigentlich... Dementsprechend würden wir dann schauen, man müsste jetzt auch gucken, wann das nächste Festungsevent ist. Da sollte man dann auf jeden Fall versuchen, bis dahin die Festung so hoch wie möglich zu haben, um dann auch dort in der Abenteuerlust genügend Ressourcen zu farmen. Und ja, es könnte sein, dass es in 2 Wochen schon wieder ist. Ich habe den Eventkalender jetzt gerade nicht im Kopf. Ja, im Arena-Manager fühle ich mich jetzt auch wohler. Klar, ich habe deutlich weniger Runen, als man haben sollte. Auch hier habe ich einige Tage verschlafen, aber ich fühle mich jetzt doch sehr gut, habe wenigstens beide Boosts schon für die Toilette bekommen, brauche natürlich noch viele Boosts hier, die ich mir auch holen möchte, wenn sie denn kommen. Ich hatte jetzt auch schon mal trotz Vollausbau hier auch nur 3 Timeskips, also scheint wohl häufiger der Fall zu sein, aber ja, sobald ich merke, ich habe auch mehr als die Runen, die ich drin habe, wird geopfert. Hier fehlt mir leider noch der Gold-Boost, um halt gleich den Start ein bisschen lukrativer zu haben. Das sind ja jetzt
nur noch so die Minuten am Anfang, die man warten muss. Und ja, fühlt sich jetzt aber auch deutlich entspannter an. Ich krieg's auch mit dem Händler, wenn ich nicht gerade einschlafe, ganz gut hin. Also würde ich fast sagen, von allen Features, die ich sonst sehr, sehr gut gespielt habe, so Pets und Unterwelt, die hängen ein bisschen hinterher bei mir im Moment. Dafür Festung ist sehr gut und Arena Manager auch. Nach einem holprigen Start läuft es jetzt. Ne? Also es ist alles gut gespielt prinzipiell, aber von dem, was möglich ist, dann doch nicht gut genug. Ja, also was will ich sagen? Ne? Ist ja klar. Ja, wird es immer so sein. Wird immer so sein. Das Wichtigste war mir hier die Festung. Wir haben ja auch für die Festung oder die Festung in einem gewissen Bereich als Gilde zu schaffen, ist ja das Ziel. Und wir spielen nur nach Ziel. Andere Ziele, alles andere ist nebenbei Schauwerk. Ja, macht also Spaß, EU5. Ja, Elevator haben wir jetzt natürlich auch wieder, genau, neu am Start. 95, geh mal rein. Wir haben noch Active Thread hier, da hätte ich vielleicht nochmal 3 Versuche geben sollen. Denn ich muss jetzt auf die Schokolade wechseln, bin nämlich hungrig. Will ja die extra Held-Token bekommen. Dazu gestern ein Video gemacht auf Englisch. Tatsächlich ist das das schlechteste Video auf meinem YouTube-Kanal seit Ewigkeiten von den Zahlen her. Ich weiß nicht, ob Ferienzeit, Sommerloch, Thema doch uninteressant oder weil es halt auf Englisch ist. Ist auch so ein Ding. Ja, juckt mich eigentlich nicht, aber man hat trotzdem erwartet, dass das Thema vielleicht ein bisschen viraler geht, sagen wir es mal, weil ich ja mitkriege, dass viele das tatsächlich nicht kennen. Ich habe es ja auch noch nie aktiv so gespielt und es ist natürlich ein Pay-to-Win-Ding, aber es kann halt schon auch, wenn es mal eine Gilde macht, auch letztendlich im Elevator was bringen, im Gilden-Ranking. Ja, und deshalb wollte ich diese Information halt teilen, halt auch international und ja gut, mal gucken. Vielleicht ist das noch so eine Perle, die dann in 2 Jahren extrem viele Aufrufe hat. Ja. Man weiß es ja nicht. So, Schokolade ist ausgelaufen. Ich brauche wieder neue Schoki. So. Genau. Auch natürlich ganz gut für die Früchte, auch wenn ich sie nicht alle schnellstmöglich einsetzen kann. Wir werden Früchte haben. Wir können also einige Habitate langfristig mit Früchten auch versorgen nach dem Pet-Event. Es waren jetzt 2 Pet-Events in kürzer Zeit. So schnell kommt es ja auch nicht. Und da kann das, vielleicht hole ich da auch irgendwie nochmal ein bisschen auf. Ja, das würde mich natürlich dann schon freuen. Ja, die 3, ich denke, eine Frucht kann ich noch erhöht bekommen. Die Held-Token sind natürlich auch sehr lecker. Ja, sehr gut, wenn wir gleich so einen Push kriegen. Ich muss jetzt gucken, Feuer, Lightning Damage. Das sollte eigentlich noch gehen hier. Ich bin nur bei Flow 107. Ja, doch. Genau. Die Früchte nochmal bekommen und theoretisch dann noch eine müsste gehen. Da muss ich aber vielleicht schon ein bisschen Cold Damage. Ja, geht. Lightning. Aber es ist ein Kundi, ein Kundschafter sollte man schlagen können. Die Lucky Coins. Ist aber auch eh der letzte. Ja, doch noch geschafft. Sehr gut. Dann gibt es gleich nochmal eine Schoki. Oh, ist Magier. Magier. Ich glaube, den habe ich mit einer anderen Frucht geschlagen. Nehmen wir den mal. Lassen wir mal die Held-Tokens weg jetzt hier. Wir wollen den einfach nur schlagen. Komm schon. Boah, der war knapp. Also hatte ich anscheinend gestern Glück. Weil nach dem ersten Tag, da bin ich hier hängen geblieben. Beim zweiten Tag hatte ich den. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich danach nochmal 2 Kundschafter oder sowas hatte. Boah. Ist vielleicht noch nicht das Beste, aber Dexterity, damit habe ich eine ganz gute Erfahrung. Wir können natürlich nochmal auf, ja, hier, genau, auf die Variante gehen. Vielleicht bringt das einfach mehr. Ja, okay, daran lag's. Mein Fehler. Gott sei Dank, Glück gehabt. War hier nochmal die Feuerfrüchte, die habe ich mit Schoki mitbekommen. Oh, wow. Ja.
Genau. Stärke-Gegner, keine Geschick-Gegner. Da funktioniert das. Der kann theoretisch auch gehen. Der geht. Und ja, der geht, glaube ich, nicht mehr. Der geht nicht mehr. Den habe ich gestern noch nicht mehr gemacht. Sieht aber auf jeden Fall auch schon wieder ganz cute aus. Ja, also es ist auch mit diesem Schokoladenzeug, das ist schon ein bisschen pilzintensiv. Ja, da gehen wahrscheinlich über den Elevator auch so 1500 Pilze oder so drauf, je nachdem, wie viel man blättern muss. Die Token, ja, Tenet wird vom Tavernenflotte und Heimathafen, wo ein bisschen umschifft, Tenet war sehr nah an uns auch dran, zwischendurch. Das sind ja auch nur 20.000 Held-Token, aber das kann zum Beispiel auch so ein Thema mit der Schoki sein, ja. Wenn man das nicht macht, oder wenn das 50 Leute nicht machen, dann sind das halt roundabout auch bei, also ich habe das in meinem Video gestern mal vorgerechnet, bei 100 Etagen sind es pro Spieler 500 bis 600 Held-Token, mal 50 sind wir bei 25.000 Held-Token, die das tendenziell ausmacht. Natürlich in Relevanz zu dem Floor, den man erspielen kann. Natürlich macht man mehr Floors, macht man mehr Punkte, aber es ist auch für mich zum Beispiel nicht so ein Thema zu sagen, ich muss jetzt unbedingt auf über 300 pushen. Ja, es sind 15 Floors, okay. Aber ich versuche so halt ein bisschen die Held-Token reinzuholen, die vielleicht durch das Level fehlen. Und das sieht prinzipiell eigentlich ganz gut aus, wenn man zum Beispiel vergleicht, ja, er ist auf 119 Best, ich auf 115 und habe trotzdem mehr Token. Ist halt eigentlich ziemlich nice. So. Mache ich natürlich für die Gilde, prinzipiell. So, ja, ich würde sagen, wir haben dann soweit alles durch. Klar, hier muss ich auch noch reingehen. Ich habe überlegt, ob ich damit warten will, aber ich glaube nicht, dass ich heute noch Fortress auf 16 spiele. Also ich sehe es gerade irgendwie nicht. 15 Millionen. Das kriegen wir durch den Elevator locker nicht rein. Da ist ja auch so die Frage offen, es sollte eigentlich mehr geben für den Elevator. Wahrscheinlich irgendwas hat sich da geändert. Ich bin da leider nicht so richtig auf dem Schirm. Wir sollten das melden, bestenfalls mal. Und dann gab es wohl auch schon mal Feedback, wo es heißt, nee, das ist alles okay. Tja, müssen wir halt dann doch reinholen. Also ich glaube, dass mein damaliger Festungspartner gemeint hat, er möchte auch ein bisschen nachziehen. Ja, ich sag mal, wenn man dann Woodcutter auf 13 hätte, kriegt man ja auch 30k, glaube ich. Mal schauen, ob man das hinkriegen. Ja, er hat ja die Angriffe noch. 10 Angriffe sind es, die er gespeichert hat, definitiv. Ich werde jetzt hier weiter angreifen. Werde auch nochmal bei den Pets halt gucken, was da noch geht. Ja, krass, ne, wenn man mal überlegt, also wo stehe ich denn jetzt hier? 135. Das ist gar nicht so schlimm, aber was habe ich denn hier für einen Gegner? Teurer Spaß. 6 Pets auf 61. Da habe ich wahrscheinlich jetzt Glück. Da müsste man jetzt mein schwächstes Habitat nehmen. Was ist mein schwächstes Habitat? Gut, wir kämpfen gegen Feuer. Dann muss ich Erde nehmen. Bei Erde bleibe ich auf 83. Aber ja gut, Feuer sollte... Also die Leute, die auf Kokofö gegangen sind, die müsste ich locker besiegen. Ja. Das waren so kleine Overkills dann. Das ist eigentlich schon Gulps, ja. Ich würde Gulps nehmen. Gulps ist ein schwächeres Pet. Ja. Er hat Koko für 40, aber das ist natürlich auch noch alles kein Ding. Dann nehmen wir mal hier Wasser. Das war auch kein Thema. Okay, Ariel, ein 99 auf Feuer. Das ist jetzt interessanter. 6 Pets. Stand jetzt. So viel wie ich. Beziehungsweise der Birdblades vielleicht noch nicht. Aber ich sollte es in beiden, obwohl. Wenn er Gulp spielt, hätte er den auf 94. Dann ist es mit Tink schon schwer. Dann wäre mit Shadow besser. Aber ich hoffe, dass er mit Kokofö spielt. Oder sie. Ja, sieht gut aus. Er spielt mit Gulps. Boah. Ja, das ist dann jetzt halt das Ding. Gulps ist nur das zweite Pet. Und okay, hätte er gekrittet, hätte ich verloren. War ein bisschen lucky. 137 Ehrenhalle-Punkte, danken es mir. Ja, wenn man natürlich weiter unten ist in der Ehrenhalle, ist es auch immer ganz praktisch, kann man weiter vorschreiten.
Und ich muss jetzt echt sehen, dass ich auch in der Unterwelt ein bisschen nachziehe. Also klar, die neuen brauche ich definitiv für das ein oder andere Pet. Captain Juni hätte ich jetzt angreifen müssen. Eieiei, das wäre auch nicht einfach geworden. Jetzt stehe ich gerade hier bei 46. Also bei Feuer verliere ich vielleicht auch nicht so viel Verteidigung, weil ich hier mit Gulps 89 habe. Aber man hat ja auch gerade gesehen, das können andere Spieler auch locker wegmachen. Ja, dann seid ihr auf dem aktuellsten Stand zu EU5, würde ich sagen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ihr könnt ja auch mal gerne euren Stand schreiben. Also wir sind jetzt bei wie vielen Tagen? 23 Daily Login, also 24 Spieltagen. Ja, ist noch nicht ganz ein Monat. Lass mal die Frage mal für den nächsten Part, wie ihr so so ein kleines, so ein Fazit ziehen. Ne? Ich habe einiges schon ein bisschen erwähnt, aber so mal als grobes Fazit, denke ich, können wir dann nach dem ersten Spielmonat mal nennen. Ja, so. Deshalb würde ich meinen, haut rein, macht Tschüss und Servus, der Basti.